Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video mit den Travel Explorers. Heute begeben wir uns auf eine Reise durch Salzburg. Nach Wien, Graz und Linz ist Salzburg die viertgrößte Stadt Österreichs und befindet sich im Westen des Landes an der Grenze zu Bayern. International ist Salzburg neben Wien die bekannteste österreichische Stadt und gilt unter anderem als Stadt der Musik, als Mozartstadt und als Festspielstadt. Das historische Zentrum von Salzburg, die sogenannte Altstadt, gilt seit 1996 als UNESCO-Weltkulturerbe. Heute möchten wir euch einen kurzen Überblick über die bekanntesten Sehenswürdigkeiten und schönsten Plätze der Stadt bieten. Lehnt euch zurück und genießt mit uns gemeinsam den Rundgang. Am Weg vom Hauptbahnhof in Richtung Stadtzentrum kommt ihr an einem der berühmtesten Schlösser der Welt vorbei, dem Schloss Mirabell mit seiner traumhaften Gartenanlage. Das Schloss wurde im Jahre 1606 durch Fürsterzbischof Wolf Dietrich für seine Geliebte erbaut. Heute ist es ein Ort der Romantik und Platz für zahlreiche Hochzeiten aus aller Welt. Also nicht wundern, wenn ihr bei eurem Besuch Brautpaare erblickt. Die gehören quasi schon zum Inventar. Die Hochzeiten finden im sogenannten Marmorsaal statt. Dieser gilt als einer der schönsten Trauungssäle der Welt. Ein Rundgang durch das Schloss zahlt sich aus, da ihr für das Betreten des Schlosses keinen Eintritt zahlen müsst. Ein wahres Highlight und wohl eines der bekanntesten Motive in Salzburg ist der dazugehörige Mirabellgarten. Speziell im Sommer erfreut sich der Garten großer Beliebtheit, da er aufgrund seiner zahlreichen Pflanzen einer Märchenlandschaft gleicht. Der Mirabellgarten ist einer der beliebtesten Fotospots in Salzburg. Dank der optischen Ausrichtung in Richtung Stadtzentrum bietet der Garten nämlich eine grandiose Aussicht. Übrigens diente der Mirabellgarten auch als berühmte Filmkulisse in dem Hollywood-Musical The Sound of Music. Die Getreidegasse bildet das Herz des Salzburger Stadtzentrums und lockt mit seinem einzigartigen Charme zahlreiche Besucher an. Neben klassischen Traditionsbetrieben findet ihr hier auch internationale Modeketten, die zum Shoppen einladen, sowie urige Gasthöfe, bei denen ihr euch mit typisch österreichischen Gerichten stärken könnt. Früher konnten nicht alle Menschen lesen und schreiben, weshalb man mit Hausportalen erkennbar machen wollte, um welche Art von Geschäften es sich handelt. Diese Portale könnt ihr heute noch sehen, teilweise sogar mit den Jahreszahlen ihrer Erbauung. Ein Haus zieht die Besucher besonders magisch an. Hier wurde nämlich ein berühmter Salzburger Wunderknabe geboren. Für Liebhaber der klassischen Musik ist die Adresse Getreidegasse Nummer 9 ein absoluter Pflichtbesuch. In diesem strahlend gelben Haus kam der weltberühmte Komponist Wolfgang Amadeus Mozart im Jahre 1756 zur Welt. Dieses ganzjährig geöffnete Museum besteht seit 1880 und zählt zu den meistbesuchten Museen Österreichs. Bei einem ca. einstündigen Rundgang könnt ihr die originalen Wohnräume, das Mobiliar sowie Urkunden, Briefe und Erinnerungsstücke aus Mozarts Leben in Salzburg bestaunen. Die absoluten Höhepunkte für Mozart-Fans sind die ausgestellten Musikinstrumente, wie zum Beispiel Mozarts Kindergeige oder sein Cembalo. Das Museum ist von 9 bis 17:30 Uhr geöffnet und kostet pro Erwachsenen 12 Euro. Für Kinder und Jugendliche ist es deutlich billiger. Mit der Salzburg Card ist der einmalige Eintritt bereits inkludiert. Apropos Häuser. Neben dem Café Tomaselli könnt ihr das kleinste Haus Salzburgs bewundern.
Es ist nur 1,42 Meter breit und wurde angeblich von einem armen Mann erbaut, um seine Traumfrau heiraten zu dürfen. Heiraten durfte man damals nur, wenn man ein Haus hatte. Mit dem wenigen Geld wurde dieses Haus erbaut und der arme Mann durfte seine große Liebe endlich heiraten. Ziemlich romantisch, oder? Direkt gegenüber von diesem Haus seht ihr eine kleine Konfiserie. Dort könnt ihr die originalen Mozartkugeln kaufen. Ein wahrer Genuss. Ein weiteres Kulturhighlight in Salzburg. Der Dom und die ehemalige Residenz der Erzbischöfe bilden zusammen mit dem Benediktinerkloster St. Peter das sogenannte Domquartier. Geschichte- und Kulturliebhaber kommen hier auf ihre Kosten und können in den prunkvollen Räumen die Barockgeschichte von Salzburg hautnah erleben. Mit nur einer einzigen Eintrittskarte könnt ihr somit 4 Salzburger Museen bestaunen. Die Preise belaufen sich auf 13 Euro pro Erwachsenen, Kinder bis 6 Jahre kommen sogar gratis rein. Oder ihr nutzt wieder die Vorteile der Salzburg Card. Damit habt ihr nämlich erneut einen einmaligen Gratiseintritt in diesen großen Museumskomplex. Zwischen Domquartier und Festungsberg findet ihr die älteste Bäckerei Salzburgs, bei der ihr auch in die traditionelle Backstube blicken könnt. Die dort verkauften Backwaren sind ein wahrer Gaumenschmaus. Nun wird es aber Zeit für die berühmteste Sehenswürdigkeit der Stadt. Hoch über den Dächern der historischen Altstadt, auf dem sogenannten Festungsberg, thront das imposante Wahrzeichen von Salzburg, die Festung Hohensalzburg. Sie ist die größte vollständig erhaltene Burg Mitteleuropas und bietet euch einen atemberaubenden 360-Grad-Blick auf die Stadt und ihre Umgebung. Die Festung selbst bietet euch einen geschichtsträchtigen Einblick in das damalige Hofleben des Fürsterzbistums. Im historischen Zeughaus könnt ihr außerdem Waffen und Rüstungen der damaligen Zeit bestaunen. Von der Aussichtsplattform des Reckturms könnt ihr den allerbesten Blick auf die Stadt genießen. Lasst euch Zeit und bewundert die Umgebung. Die Festung ist ganzjährig geöffnet und kann zu Fuß erklommen werden. Wer es bequemer angehen möchte, kann seit 1892 mit der Festungsbahn gemütlich nach oben fahren. Für Erwachsene kostet der Zugang zur Festung 13,30 Euro. Kinder von 6 bis 14 Jahren zahlen nur 7,60 Euro. Und wieder zahlt sich die Salzburg Card aus, denn auch hier habt ihr einen Gratiseintritt sowie einen Schnellzutritt und den Eintritt in die Fürstenzimmer bis 11 Uhr zusätzlich inkludiert. Von der Festung könnt ihr übrigens einen Spaziergang zum Mönchsberg machen, ein sehr beliebtes Naherholungsgebiet für Einheimische und Touristen. Mit seinen zahlreichen Villen, Wehranlagen, Wäldern, Wiesen und unzähligen Ausblicken auf die Stadt und das Alpenpanorama ist der Mönchsberg immer wieder einen Besuch wert. Dort befindet sich übrigens auch das Museum der Moderne. Und auch hier könnt ihr mit der Salzburg Card den einmaligen Gratiseintritt nutzen. Die Stadt ist zwar weltweit vor allem für die Heimat von Wolfgang Amadeus Mozart und für das Musical The Sound of Music bekannt, seit einigen Jahrzehnten genießt Salzburg aber vor allem als Festspielstadt internationale Bekanntheit. Jeden Sommer wird die Altstadt für die Salzburger Festspiele in eine große Bühne verwandelt und zu einem Mekka für Fans von Kultur und Musik. In dieser Zeit
trifft man auch zahlreiche Promis aus der ganzen Welt. Das Schloss Hellbrunn ist eine der prächtigsten Spätrenaissance-Bauten und verblüfft die Besucher seit Jahrhunderten mit beeindruckender Architektur und traumhaften Wasserspielen. Dieses ehemalige Lustschloss diente als Sommersitz für den damaligen Fürsterzbischof Marcus Sitticus im 16. Jahrhundert. Heute könnt ihr in der Dauerausstellung Schaulust die Räume des Schlosses besichtigen und mehr über die Geschichte Hellbrunns erfahren. Genauso wie Schloss Mirabell dient auch das Schloss Hellbrunn als beliebte Hochzeitskulisse für Brautpaare aus aller Welt. Das Herzstück dieser Anlage sind jedoch die weltberühmten Wasserspiele, die in ihrer Form einzigartig auf der Welt sind. Ein nasses Erlebnis, das man bei einem Salzburg-Besuch unbedingt einplanen sollte. Die dazugehörige Parkanlage lädt zum Spazieren und Verweilen ein. Hier könnt ihr eure verbliebene Zeit in Salzburg nutzen, um euch ein wenig zu entspannen und Kraft zu tanken. Der Eintritt zum Schloss mitsamt seiner Dauerausstellung und den Wasserspielen beträgt 13,30 € pro Erwachsenen, unter 18-Jährige zahlen 6 € und Studenten 8,50 €. Oder ihr nutzt wieder einmal das Angebot der Salzburg Card, denn auch hier ist der einmalige Gratiseintritt inkludiert. Die Kirche St. Peter wurde im Jahre 696 nach Christus gegründet und gilt seitdem als das Herz der Stadt Salzburg. Der Friedhof und die Katakomben sind speziell für Fans des Musicals The Sound of Music eine beliebte Sehenswürdigkeit. Bei den Katakomben handelt es sich eigentlich um im Mönchsberg befindliche Felshöhlen, die mit Kapellen und sogar einer Einsiedelei ausgestattet wurden. Der Eintritt in die Katakomben ist in der Salzburg Card inkludiert. Der Friedhof St. Peter zählt zu den ältesten und schönsten Friedhöfen der Welt. Die zahlreichen Gruften und Grabdenkmäler bieten eine anmutige Atmosphäre. Hier könnt ihr die letzten Ruhestätten vieler berühmter Persönlichkeiten besuchen, unter anderem die von Nannerl Mozart, die Schwester von Wolfgang Amadeus Mozart, und Michael Haydn. Wir hoffen, dass euch unser Rundgang durch Salzburg gefallen hat. Wenn ja, dann lasst uns bitte einen Daumen hoch da und abonniert unseren Channel, um keines unserer künftigen Videos zu verpassen. Bis bald, eure Travel Explorers.